Diego Velázquez war ein spanischer Maler des Barocks, der zu den wichtigsten Porträtmalern seiner Zeit gehörte. Er wurde im Jahr 1599 in Sevilla, Spanien, geboren. Aufgrund seiner Begabung begann er bereits mit knapp 10 Jahren eine Lehre als Maler. Er heiratete die Tochter des Malers Francisco Pacheco, in dessen Werkstatt er ebenfalls ausgebildet wurde. Mit ihr hatte er 2 Töchter, von denen nur eine das Erwachsenenalter erlebte. Später lebte er auch in Madrid, wo er als Hofmaler für König Philipp IV. Tätig war und viele berühmte Porträts von ihm und seiner Familie schuf. Er begleitete den König auch auf Reisen durch Italien, um Gemälde für die königliche Sammlung zu erwerben. Im Jahr 1660 zog er sich ein hitziges Fieber zu, an dem er dann mit 61 Jahren in Madrid starb. Sein Malstil war revolutionär. Er war ein Meister des Realismus, der Licht- und Schattenführung, und sein besonderes Talent lag in der Darstellung von Textur, sei es bei Stoffen, menschlicher Haut oder metallischen Oberflächen. Seine Werke sind für ihre subtile Farbpalette und die Präzision in der Wiedergabe von Details bekannt. In seinen Gemälden widmete er sich einer Vielzahl von Themen, darunter religiöse Motive und Alltagssituationen. Besonders bekannt ist er aber vor allem für seine Porträts und höfische Szenen, zu denen auch Porträts von Hofnarren zählen. Sein wohl bekanntestes Bild ist Las Meninas, das er neben zahlreichen anderen kunsthistorisch bedeutsamen Gemälden geschaffen hat. Es zeigt in einer komplexen Szene, wie er selbst die spanische Königsfamilie, Hofdamen und Zofen malt. Das Gemälde ist ein Meisterwerk der Perspektive und spiegelt seine einzigartigen Fähigkeiten als Porträtmaler wider. Dieses berühmte Gemälde zeigt die Übergabe der Stadt Breda in den Niederlanden an die spanische Armee, und es zeigt seine Fähigkeit, Emotionen auf den Gesichtern der dargestellten Personen einzufangen. Das erotische Gemälde »Die Venus vor dem Spiegel« ist eines der wenigen Aktgemälde, die er geschaffen hat. Es zeichnet sich durch seine Sinnlichkeit und die geschickte Verwendung von Licht und Schatten aus. Es wird angenommen, dass er mehr als 140 Gemälde während seines Lebens malte. Sein Werk war Vorbild für zahlreiche Maler, wie beispielsweise de Goya und Manet. Auch Picasso und Dalí interpretierten seine Gemälde neu.